Herzlich willkommen im MBT-Studio mit Themen rund um den europäischen Binnenmarkt für Maschinen. Ihr Vortragender in diesem Video ist Hans-Joachim Ostermann. In diesem Video möchte ich Ihnen den neuen europäischen Rechtsrahmen für Binnenmarktvorschriften vorstellen. Wir hatten Ihnen im zweiten Video schon kurz darüber berichtet. In diesem Video wollen wir uns jetzt diesen neuen Rechtsrahmen konkreter ansehen. Es handelt sich hierbei um den Beschluss 768 aus 2008 EG, Gemeinsamer Rechtsrahmen für Binnenmarktrichtlinien. Was beinhaltet jetzt dieser Beschluss? Lassen uns zunächst einen kurzen Blick in die Erwägungsgründe dieses Beschlusses werfen. Hier hat der europäische Gesetzgeber nämlich im Prosatext erläutert, was er mit diesem Beschluss bezweckt. Im zweiten Erwägungsgrund steht, dieser Beschluss enthält gemeinsame Grundsätze und Musterbestimmungen, die in allen sektoralen Rechtsakten angewendet werden sollen, um eine einheitliche Grundlage für die Überarbeitung oder Neufassung dieser Rechtsvorschriften zu bieten. Der Beschluss enthält danach Musterbestimmungen, die sich einheitlich in allen europäischen Rechtsvorschriften wiederfinden sollen. Das soll dafür sorgen, dass die europäischen Rechtsvorschriften alle dem gleichen Muster folgen. Im Erwägungsgrund 3 finden wir den Hinweis, dieser Beschluss enthält Musterbestimmungen mit Begriffsbestimmungen und allgemeine Verpflichtungen für die Wirtschaftsakteure und ein Spektrum von Konformitätsbewertungsverfahren, aus denen der Gesetzgeber das am besten geeignete auswählen kann. Das heißt, der NLF ist quasi ein Baukasten für den europäischen Gesetzgeber bei der Erarbeitung neuer Rechtsvorschriften für den Binnenmarkt. Aus diesem Baukasten kann und soll er sich bedienen. Ebenfalls in diesem Erwägungsgrund finden wir, ferner werden in ihm Vorschriften für die CE-Kennzeichnung festgelegt. Auch die CE-Kennzeichnung muss natürlich in allen EU-Bestimmungen einheitlichen Regelungen folgen. Hier wird aber nichts Neues erfunden. Es wird lediglich die bisherige schon einheitliche Regelung übernommen. Lassen Sie uns jetzt etwas tiefer in den neuen Rechtsrahmen, den sogenannten NLF, einsteigen. Der erste Punkt, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist die Festlegung der vom NLF erfassten Wirtschaftsakteure. Mit den neuen Bestimmungen wird nicht nur der Hersteller, sondern die gesamte Handelskette einbezogen. Der Hersteller als erster Teil der Handelskette ist bekannt. Er ist auch der Hauptadressat der Maschinenrichtlinie. Die NLF-Definition des Herstellers enthält allerdings keinen Eigenhersteller. Die Musterbestimmungen können aber beim Übernehmen in die einzelnen Rechtsvorschriften angepasst werden. Dies hat zum Beispiel die Druckgeräterecht bereits getan, indem sie die Eigenherstellerregelung ergänzt hat. Auch der Bevollmächtigte ist aus der Maschinenrichtlinie bereits bekannt. Der Wortlaut in der NLF-Definition weicht nur geringfügig hiervon ab. Allerdings sind die Aufgaben, die der Bevollmächtigte nach dem NLF übernehmen darf, gegenüber der Maschinenrichtlinie stark eingeschränkt. Der Einführer, der Produkte aus einem Drittstaat außerhalb des EWR importiert, ist ebenfalls bekannt. In der Maschinenrichtlinie ist er allerdings in der Herstellerdefinition versteckt. Hier tritt er an die Stelle des Herstellers, wenn der eigentliche Hersteller für die Behörde nicht greifbar ist. Neu im NLF ist unter anderem, dass der Einführer den Hersteller kontrollieren muss. Auch muss er sich auf dem Produkt klar zu erkennen geben. Die Richtlinien aus 2014, wie zum Beispiel die Niederspannungsrichtlinie, die ATEX-Richtlinie und die MV-Richtlinie, enthalten diese Regelung schon. Der Händler ist aktuell in der Maschinenrichtlinie nicht erfasst. Mit den NLF wird auch dieser jetzt in die Handelskette mit einbezogen. Dabei bedeutet Händler alle die Personen in der Handelskette, die nicht Hersteller oder Einführer sind. Dieser muss zum Beispiel prüfen, ob die Begleitdokumente und Bezeichnungen des Produktes in Ordnung sind. Auch bei auffällig unsicheren Produkten muss der Hersteller eingreifen und darf sich nicht hinter anderen verstecken. Er muss dazu mit der Behörde zusammenarbeiten. Eine Regelung, die in der aktuellen Maschinenrichtlinie noch fehlt. Bei dem Thema harmonisierte Normen hat sich gegenüber der Maschinenrichtlinie nichts geändert. Auch bei der Konformitätsvermutung, die durch die Anwendung harmonisierter Normen ausgelöst wird, gibt es gegenüber der Maschinenrichtlinie keine Änderungen. Beide Themen behandeln wir ausführlich im nächsten Video dieser Reihe. Wichtig für Sie an dieser Stelle ist,
dass dieses Thema in der Maschinenrichtlinie bereits genau so geregelt ist. Der NLF legt weiterhin verschiedene Verfahren zur Konformitätsbewertung fest. Dazu gibt es diverse verschiedene Module, die je nach Produktrisiko gestaffelt sind. Hieraus kann der europäische Gesetzgeber sich nach Bedarf bedienen. Es gibt einfach zu erfüllende Module. Hierzu gehört sicherlich die Hersteller-Eigenverantwortung, die interne Fertigungskontrolle, die im Modul A des NLF beschrieben ist. Dies ist heute schon in vielen Richtlinien vorhanden, so auch in der Maschinenrichtlinie für die meisten der dort erfassten Produkte. Auch das Modul B, die IG Baumusterprüfung, ist in der Maschinenrichtlinie bereits bekannt. Die umfassende Qualitätssicherung aus der Maschinenrichtlinie deckt sich gut mit dem Modul H1 des NLF, umfassende Qualitätssicherung mit Entwurfsprüfung. Weiterhin sollen durch den NLF die Inhalte der Konformitätserklärungen vereinheitlicht werden. Artikel 5 EG Konformitätserklärung im NLF sieht vor, dass für ein Produkt eine einzige gemeinsame Konformitätserklärung ausgestellt wird, auch wenn dieses unter mehrere EU-Bestimmungen fällt. Der NLF geht natürlich auch auf die CE-Kennzeichnung ein. Dies ist aber heute schon in ihrer Form einheitlich. Manche EU-Regelungen verlangen allerdings Zusätze zum CE-Zeichen. In vielen Binnenmarktregelungen werden für die Konformitätsbewertung Module vorgeschrieben, bei denen dritte Stellen beteiligt werden müssen. Diese Konformitätsbewertungsstellen prüfen und überwachen je nach Modul den Hersteller bei seiner Konformitätsbewertung. Besser bekannt sind diese Stellen als Notified Body. Für bestimmte Maschinen ist in der Maschinenrichtlinie die Beteiligung dritter Stellen im Rahmen einer EG Baumusterprüfung oder einer umfassenden Qualitätssicherung vorgeschrieben. Damit diese Stellen, die Notified Bodies, in der Konformitätsbewertung tätig werden dürfen, müssen sie von einer notifizierten Behörde benannt werden. Diese Behörde prüft vor der Notifizierung, dass die Konformitätsbewertungsstellen fachlich und technisch in der Lage sind, die entsprechenden Produkte zu beurteilen. Für die Durchführung der Bewertung und anschließende Überwachung der Konformitätsbewertungsstellen kann, wie zum Beispiel in Deutschland, eine Akkreditierungsstelle zwischengeschaltet werden. Wenn Sie sich schon mal gefragt haben, wer überwacht eigentlich die Überwacher, ist das hier die Antwort. Ganz wichtig an dieser Stelle: Eine Konformitätsbewertungsstelle darf nicht in Verbindung zum geprüften Produkt stehen. Dies gilt besonders für Beratungsdienstleistungen. Es wäre auch widersinnig, wenn eine Konformitätsbewertungsstelle den Hersteller berät, mit welcher Lösung er eine Produktanforderung einhalten sollte, um nachher zu prüfen, ob die vom Hersteller gewählte Lösung diese Anforderung einhält. Und zu guter Letzt ein ganz wichtiger Punkt, ohne den der Binnenmarkt nicht funktionieren kann: die Marktüberwachung. Mit dem Thema Marktüberwachung befassen wir uns gesondert im Video 5 dieser Reihe. Das sollte es soweit sein zum neuen europäischen Rechtsrahmen. Ich hoffe, dass Ihnen das Video gefallen hat. Um direkt informiert zu werden, wenn wir ein neues Video hochladen, abonnieren Sie unseren Kanal. Natürlich weisen wir in unseren MBT-Informationen regelmäßig auf neue Videos hin. Um das nächste Video der Reihe zu sehen, klicken Sie einfach hier unten auf das nächste Video oder dort oben in der Playlist mit allen Videos dieser Reihe. Bis dahin.